Na du? Na du? Na, meine Kleine? Entschuldigung, der Hund muss zuerst. Das ist immer so. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, und wie? Hallo, Sie Süße. ist eine Diva, das ist so. Na, Großer. Dennis, Hallo. Hi, na. Marion, Fine. Das ist Fine. Und den Dennis kennt ihr ja vom Nordmarsch. Und der Dennis hat uns heute nach Na, Süße. Kiel entführt. Na, Süße. Ja, schauen wir mal nach Holtenau. Und jetzt wollen wir eine kleine Runde hier drehen. Die hat er sich ausgeguckt. Wir wissen von nichts, wir kennen das auch nicht. Gehen wir mal los. Und wir freuen uns natürlich maßlos, dass Sie alle wieder dabei sind. Wunderschön. Es wird Toll. eine tolle Tour werden. Geht los. Ist immer aus. So, der Dennis muss gleich erstmal die sanitären Anlagen hier Ja. wieder herstellen. Ach, Fine, du Süße. Fine, guck mal hier. Da Nee. gehen wir jetzt mal hin. Wollen wir dem mal was beibringen, ne? Komm. Komm mit. Na komm. Na komm. Ja, hier ist fein. Guck mal hier. Alles für dich. Cool, oder? Nee, nicht so. Nee, kam Lieber nicht so zu an. Papa. Und unser Dennis war ja am Nordmarsch mit uns unterwegs. Das war im September, ne? Oktober war es. Oktober. 11.10. Genau, da haben wir 55 Kilometer gemacht und der Dennis hat 100 gemacht. 110. 110. Und die Natur von diesem Nordmarsch war, dass das Ganze immer in so Schleifen gelaufen wird. Das bedeutet, man kommt nach einer gewissen Zeit zum Ziel, ohne am Ziel zu sein, oder zum Start mehrmals an den gleichen VP. Ist auch ein gutes Konzept. Aber ich habe mich damals gefragt, als wir ins Ziel gelaufen sind mit Dennis, der ist nebenan gelaufen, da hatte er ja noch Nochmal 55. mal 55 vor sich. Wie hat sich das eigentlich angefühlt? Geht so. Das muss doch total ätzend sein. Nee, es war tatsächlich in Ordnung. Ja? Ja, ich habe das ja im Kopf schon gehabt. So, ab dort gehe ich alleine. Das war tatsächlich das, was einen so ein bisschen bearbeitet hat, dass man alleine weitergegangen ist und nicht die ganze Zeit jemanden zum Schnacken hatte und einen so ein bisschen von den Kilometern abgelenkt hat. Ja, denn die ersten sind ja verflogen. Ne? Die Ja, ersten. das ging fix. Das ging gut. Aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss der arme, wir saßen da erschlagen, ne? Ja. Und habe gedacht, jetzt muss er noch mal los. Ja, Aber das ging, sagst du. das ging tatsächlich. War zwischendurch ein bisschen anstrengend, weil man halt entlang des Alster Wanderweges unterwegs war. Im Dunkeln? Im Dunkeln. Ja. Hoch und runter, links und rechts, Stock und Stein. Aber das hat er abgerockt, das Ding. Und du warst die ganze Zeit dann alleine unterwegs? Dann war ich ne? tatsächlich die ganze Zeit alleine unterwegs, genau. Der wievielte 100er war das für dich? Das war mein zweiter. Das Und dein zweite. erster 110er, ne? Also genau, der erste 110er. Ja, der Dennis beißt sich durch. Ein guter. Weiter. Dennis hat gesagt, hier wohnt der Buschimann. Dennis, was für Buschimann? Der große böse Buschimann. Oh, Der fängt uns alle weg. Aber kann nichts passieren, wir haben viele dabei. so, eine Bahnstrecke mitten im Wald. Irgendeine Nebenstrecke. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen, dass also jetzt hier mitten im Wald eine Bahn durchfährt. Ja, Dennis hat alles schon gesehen. Ja, ich auch. Oh, cool. Hier ist noch ein Aufkleber vom Heldenmarsch. Der war hier vor einiger Zeit auch mal in Kiel unterwegs. Warst du da mit? Nein. Du auch nicht. Nein, Und du? Auch nicht. 4,2 Kilometer. 4,2, 20 sollen es werden. Jetzt gehen wir hier unter einer Landstraße oder was durch. Und Dennis führt uns hier in unbekanntes Terrain. So, die beiden gehen jetzt die Gleise entlang ins Nirgendwo, haben mich verlassen. Schreibt ihr eine Karte, wenn ihr ankommt, ne? Ja, tschüss. Der Baum ist richtig, richtig toll gewachsen. Guckt ihn euch mal an. Wunderschön. Also wie zugeschnitten, ne? Ja. Richtig irre. Wie ein Brokkoli. Wie ein wunderschöner Brokkoli. Alle irre. Kilometer 5,3. Der Dennis hat uns hier eine schöne Route geplant. Richtig so urig auch. Also richtig cool. Wir waren hier ja noch nicht. Und wir kommen wohl auch noch ans Meer.
Auf jeden Fall macht das bisher Spaß. Mit dem Wetter haben wir Glück. 5 Grad. Anfänglich war es ein bisschen kalt, aber wie immer, ein paar Schritte laufen, dann geht's. So, erzähl mal was vom Pferd. Ach, Marion ist ein Pferdemensch. Hallo. Da können wir nicht mithalten, Dennis. Vorbei. Da, ich gehe mal vor. Das Aua, ist die gelbe- Vorsicht, Dornen. Das ist die gelbe Regenjacke aus Es, glaube ich, die da drin hängt. Oh, ich hänge fest so. Fiete ist tot. Alter Schwede. Ich gehe da nicht durch. Habe keine Lust auf die Dornen. Hier sind ja richtig Sachen. Da ist eine Lampe. Ja. Schraubendreher. Zeugs. Vom Bauern wahrscheinlich. Leiter. Da ist noch eine Box. Die machen wir aber nicht auf. Ab 1.5. Rentner. Sonne. Koordinaten. Sonne satt. 18 Grad. Ja, so. Also komisch. 9 Passat. Als hätte sich da jemand was. Notizen auf Klebebändern. Also wenn ihr da eine Idee habt, was das zu bedeuten hat, schreibt es mal in die Kommentare. Da sind so Regale mit Aufklebern und dann steht da ein Datum drauf. 20.03. neuer Passat. Dann steht ein anderes Datum drauf, so und so viel Sonne satt. So, einfach so Klebeband. Das ist ja spooky. Und hast du auch was drauf geschrieben? Ja, ich habe Kilroy was hier. Du weißt Bescheid. Er filmt wieder rote Bären. Wirklich? Ernsthaft? Da wird sich die Alex freuen, wenn sie das sieht. Hast du für die Alex aufgenommen? Auch, natürlich. Ich habe sie, glaube ich, auch schon zum Rote Bären-Fan gemacht. Zumindest hast du sie dazu gebracht, immer an dich denken Und zu müssen. du bist jetzt auch Rote Bären-Fan. Ja, hier hast du uns an eine malerische Stelle geschickt. Wie heißt das hier? Kann ich dir nicht sagen. Wir sind gleich an der Ostsee. Was haben wir auf der Uhr? 8 Kilometer. Da drüben, da haben wir 2 Bäume, die sehen aus wie Figuren. Der rechte von den beiden. Die winken, ne? Ja, da streckt jemand so den Arm zur Seite aus und oben drauf sitzt ein Gockel. Und was hat Dennis? Fine muss modeln. Zeig mal. Ach ja, Süß. hübsch. Und da ist das Original. Kein Bild wird dem Original gerecht, natürlich. Ich kenne das. Das ist auch dein Schicksal, ne? Viel Gequatsche in der Hecke. Alter, guckt euch das mal an hier. Ich glaube, das ist wirklich das Hexenhaus, ne? Da gibt es überhaupt keinen Eingang mehr. Da ist noch ein Tank. Gruselig. Und da haben wir gerade hier eine Anwohnerin getroffen. Und die hat gesagt, da ist sogar noch jemand, ne? Manchmal. Oder was hat die gesagt? Ja, eine Zeit lang hat da wohl jemand gewohnt. Jetzt scheint jemand ab und zu da zu sein noch. Und der hat aber auch dann zeitweise im Wohnwagen gewohnt vorm Haus. Der wurde ihm dann weggepfändet. Und das steht unter Denkmalschutz. Aber da gibt es nichts mehr zu schützen im Nee, Grunde. das sieht nicht so aus, als wäre da noch irgendwas. Das ist wirklich ein traumhafter Ausblick. Also das Grundstück soll der Hammer sein, wenn man das begehen kann. Und der Ausblick hier über die Salzwiesen, guck mal hier. Ja, so wohnt der Dennis. Nee, natürlich nicht, aber ja, richtig irre, was Räume ich einmal auf und dann. manche Leute so haben und verrotten lassen. Ne? ja, traurig drum. Die Ostsee ist nah. Wen haben wir hier eigentlich? Ganz schön groß. Der Brustkorb wurde aufgebrochen. Punkt 10 Kilometer haben wir hier auch unsere Pausenbank erreicht. Herrlich. Und von hier aus kann man das U-Boot-Denkmal der Bö sehen. Da hinten der Turm. Da liegt auch ein U-Boot. Ein Funkstellenweg. Wenn ihr wisst, was sowas ist, mal in die Kommentare schreiben. Keine Ahnung. Ja.
Also ich muss sagen, diese Route, die der Dennis hier ausbaldowert hat, die ist richtig interessant. Total schön. Dennis, was sagst du? Super, freut mich. Wir haben Strand, wir haben die Ostsee, wir haben Wald und kommen wir auch noch zur Schleuse am Nordostseekanal. Auch geil. Brunsbüttel waren wir ja schon. Haben wir euch auch gezeigt. Ja. Video verlinken wir mal unten. Und jetzt führt der Dennis uns zur, wie heißt das da, wo die Schleuse ist? Holtenau. Schleuse Holtenau. Die Schleuse Holtenau. So, da haben wir so eine kleine Seebrücke. Genau, und da legen immer die Förderdampfer an und von denen kannst du eigentlich von der Innenstadt von Kiel bis hier oben fahren. Und dann? Bis nach Laboe. Und dann kannst du ein- und aussteigen. Ach so, du kannst bis nach Laboe rüberfahren. Ja. Ich glaube, ja, bis Ja. Laboe. Ja. Laboe haben wir da hinten. Ob man den Turm sieht, weiß ich nicht. Nehmen wir an. So, Marion, drückt mal. Uhrzeit 13:31 Uhr. Zurzeit liegen keine Abfahrten vor. Das ist cool. Das ist richtig geil. Ja, für Blinde. Da wird hier die Uhrzeit gesagt Ich weiß gar nicht, ob das nur für Blinde ist. und es stimmt auch noch die Zeit. Chine, hier ist das alles wurscht. Das gab doch mal früher im Krieg diese Splittertürme, wo die Leute sich reinstellen konnten, Soldaten, und davor geschützt worden, wenn die Bomben noch runtergekommen sind oder beschossen wurden. Kann das sein? Schreibt's mal in die Kommentare. Herzlich willkommen bei Stephen Kings S. Kiel, Friedrichsort. Das ist der Stadtteil der komischen Denkmäler. Guck mal hier. Der Kieler Poller des Bildhauers Ben Siebenrock. 1976 lässt sich eine abstrakte menschliche Figur erkennen. Ja, wir sind jetzt urban, nähern uns dem Nordostseekanal. Jetzt hat Dennis uns hier ins urbane Industriegebiet geführt, an der Hauptstraße lang. Nimmt kein Ende, aber auch interessant. Nur nicht so. Wir haben jetzt 15,5 Kilometer gemacht. Gucken wir mal weiter. Zum Nordostseekanal. Die 3 von der Tankstelle. So, hier aufpassen, ne? Einbahnstraße. Wo sind wir denn jetzt hier, Dennis? Auf dem alten MFG 5 Gelände. Auf dem alten MFG 5 Gelände. Was heißt MSG 5? Marine-Fliegergeschwader. Oh, Friedhof der Fahrradtiere. Das neue Horrorbuch von Stephen King. gruselig. Ja. Flughafen Kiel-Holtenau, also direkt am Flughafen vorbei. Und da vorne, wo das rote Schiff gerade reinfährt, da irgendwo dürfte jetzt die Schleuse Kiel-Holtenau sein. Also der Eingang zum Nordostseekanal. Genau. Endlich angekommen. Da ist die Einfahrt zur Förde. Und dann geht's blom da in Nordostseekanal. Und da unten geht die Förde weiter, oder was? Genau. Und wie weit geht die rein? Bis zur Innenstadt, bis in die Innenstadt von Kiel, kurz hinterm Bahnhof und dann ist Schluss. Ganz langweilig ist dann Ende. Wie viele Kilometer haben wir? 17,5 Kilometer. Auweia. So, alte Baracken hier überall. Eine Baracke, 2 Baracken, noch eine Baracke. Das ist der lustigste Hat Späßchen gemacht. Und eine Schabracke auch noch. Schabracke ist auch noch da, ein Penner auch noch. So, mal gucken, was hier los ist. Bindungsfall, ich Ja, kann nicht dran alte Baracke, aber können wir nicht rein. Vernagelt, wir machen Ja, nichts eigentlich- kaputt. Ja, hier eine Sammlung Bojen. Leuchtturm Holtenau. Wie alt ist der? Der Leuchtturm Holtenau befindet sich am Nordufer der Zufahrt zum Nordostseekanal in Kiel-Holtenau und dient seit 1895 als Einfahrtsfeuer. Der Turm ist Seezeichen und Gedenkstätte und zählt zu den schönsten Leuchttürmen Deutschlands. Der Vorgänger des Leuchtturms stand direkt vor dem Kanalparkhaus in Holtenau und markierte für wenige Jahre die Einfahrt zum Eiderkanal, dem Vorgänger des Nordostseekanals. Der jetzige Leuchtturm Holtenau wurde auf einem kleinen Hügel angelegt, der aus Aushubmaterial des Nordostseekanals besteht, das vor dem ursprünglichen Ufer aufgeschüttet wurde. Den Rest könnt ihr auf Wikipedia nachlesen. Am Leuchtturm vorbei und sind hier an der Einfahrt zum Nordostseekanal. Diesmal auf der anderen Seite. In Brunsbüttel waren wir ja schon. Und das heißt hier Kiel-Holtenau. Holtenau. Ach, hier heißt alles Holtenau. Schleuse Holtenau. Ja, weil der Leuchtturm Ortsteil Holtenau. Holtenau heißt. Hallo, dürfen wir den Hund mit reinbringen, der angeleint ist? Ja, natürlich. Dankeschön. Natürlich. Kommen wir mal, Lucia? Ja. Willkommen. Wie heißt das Café? Schiffercafé. Schiffercafé.
Am Eingang zum Nordostseekanal. Herkommt, geil. Cooler Laden. Tschüss. Und damit sind wir raus, sagen Tschüss. Danke für die Tour. Sehr gerne. Es war sehr schön, Spaß mit Dennis gemacht. zu laufen. Machen wir einfach nochmal. Ja, und war auch schön die Tour, ne? Es war eine sehr schöne Gerade Tour. jetzt hier wieder am Hafen, auch sehr cool. Dennis läuft Nordmarsch, wann? Morgen. Morgen ist Winterzauber. Winterzauber, da läuft er auf den Hamburger Weihnachtsmärkten. Also wenn da so ein Besoffener mit dem Glühwein Mit dem Glühwein. mit dem Glühwein in der Hand ist, Ach so, das bin ich dann. ist er da. Alles klar. Abo und Like nicht vergessen. Und wir werden auf jeden Fall mit Dennis zusammen auch den Walk and Eat Wedel nächstes Jahr wieder laufen. Das machen wir. Ah ja, da bist du auch schon angemeldet. Natürlich. Ne? Also, Abo und Like nicht vergessen. Kostet euch nichts. Hallo Fine. Bedeutet uns die Bedeutet Welt. uns die Welt, ja. Und draußen ist das Leben. Geht raus. Ja, Ah, er hat mich ersetzt. Super. sehr cool. So, wenn wir noch von der Schleuse was filmen können, seht ihr das noch. Ansonsten tschüss. Tschüss. Geil. Ciao. So, guck mal hier. Nock-Tickets. Ja, ich gehe davon aus, dass die Segler dort ihre Schiffspassagen durch den Nordostseekanal bezahlen müssen und dann durchfahren dürfen. Die halten hier an, hast du können gesagt. anlegen. Genau, die legen hier an, tappern Gehen da dann hoch? da oben ist ein Automat, so wie es aussieht. Und Ach, dann. das ist ein Automat. Ja, Ach, den gucken wir uns noch mal eben an. ein wunderschöner Kassenautomat. Naja, aber es ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Das ist der ne? berühmte. Der Ticketautomat Ticketautomat. für den Nordostseekanal. Ach, guck mal hier. Die Befahrungsabgabe NOK. Ja, mach mal. Gesamtstrecke. Bis Ach, guck mal hier. Das geht. Guck mal, das geht eigentlich. Ja, von den wähl noch Preisen. mal ein. 12 Ach, Euro. kannst du kaufen. Ne, Abbruch, schnell. Ja. Sonst Also du kannst für 12 Euro bei einer gewissen Bootslänge komplett durch den Nordostseekanal. Der 100 Kilometer ist der, ne? Knapp ungefähr, ja. Knapp. 96, glaube ich. Kannst du durchfahren. Und Liegegeld, mach mal Liegegeld. Bootslänge über 20 Mal. Kommen in die Vollen. Ein Rumpfboot. Jede weitere Meter. Was kostet der jetzt? 15,10 Euro. Für eine Übernachtung. Ja, Und dann dürfen die hier liegen bleiben, oder was? anscheinend. Ach, das ist ja richtig Du cool. darfst mit maximal 12 km/h durch den Nock fahren. Jetzt, Steht da. jetzt haben Wie wir viel? alles gesehen. 12 km/h. Maximal. Das finde ich richtig cool. Ich dachte Ich auch. immer, das ist so ein Riesenaufwand, da durchzufahren. Aber dass du hier einfach kurz dir mal ein Ticket holst. Einmal rechts ran und Ja, genau. voll machen. Und wenn der Automat kaputt ist, stand dran, dann kannst du auch noch online das Ganze ganz problemlos kaufen. Also das ist praktisch wie eine Mautgebühr, ne? Genau. Ja. Da fährst du auch an den Schalter und weiter geht. Geil. Ich hatte ja irgendwann mal in einem Video gesagt, dass ich nie wieder am Nordostseekanal langlaufen möchte. Here we are am Nordostseekanal. Und wir laufen entlang. Aber hier ist wenigstens ein schöner Weg. So ein verwunschener Waldweg und keine Autobahn.